zweiter Reisetag und jetzt geht's auf nach Venedig. Und jetzt geht's raus auf Deck, sonst brich ich jetzt zusammen. So, da unten im Verladeraum war es jetzt echt mega stickig und jetzt bin ich echt froh, hier an der frischen Luft zu sein. T-Shirt ist von Haus aus nass, hat immer eine Grundnässe schon. Ja, und wenn dann ordentlich nachgeschüttet wird, dann muss das eigentlich schon gehen. Den Eberhard vorstellen aus Eichstätt. Wir haben uns in Venedig am Hafen kennengelernt, schon am Ticketschalter und haben jetzt eine sehr freundschaftliche Passage miteinander gehabt, haben uns gut unterhalten. Ja, für mich geht es weiter. Genau, ich komme heute Nacht um 2 in Patras an, werde dann ein Zimmer, Hotel Delfini. Ich fahre dann weiter zum Isthmus von Korinth und werde dort baden und am Abend geht es zum Piräus mit dem Schiff nach Kreta, wo ich dann ein paar Wochen bleibe. Jetzt trennen sie es leider gleich wieder. Ja, Christian mit seinen Maschinen war vor mir geparkt, ja. LL, Landsberg am Lech, denke ich, So, hey, ein Bayer, ein Bayer, genau, und der Eichstätter. Passt schon. Und ihr wisst ja, Altmühltal, Kerjaz, meine Lieblingsspots, habe ja schon ein paar Videos gedreht und da hat es auch gleich passt. Ja. Jawohl, Eberhard, dann wünsche ich dir eine gute Weiterfahrt. Wir bleiben in Verbindung. Wir haben uns schon digital ausgetauscht. Genau. Und wir haben jetzt vorhin gerade gesagt, am Autofahrer wünscht man pannenfreie Fahrt. Richtig. Und am Motorradfahrer. Was wünscht man denn? Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was man am Motorradfahrer wünscht. Genau. Ich denke, was ich brauche, ist unfallfrei, richtig sicher, genau das gesund wieder heimkommen, ganz genau. Dasselbe wünsche ich dir auch. Okay. Und alles Gute überhaupt und wir hören uns wieder. Ja. Einen Schwank gibt es noch, da gibt es ein blaues Fleckerl am T-Shirt. Genau, das ist Tinte. Was bin ich vom Beruf? was ist er vom Beruf? Genau. Der Zahn einschreiben. Was bin ich? Genau. Bei uns gibt es bloß keine 5-Euro-Stücke in Schweintel. Richtig. Also.
So, jetzt mal wieder einen kleinen Schwank, der einem auf Reisen passiert. Diese Flasche Wasser hatte ich in meinem Alukoffer, aber die war original verschlossen und voll. Ja, was passiert? Die liegt in dem Koffer. Ja, und irgendwie lief die aus. Fragt's mich nicht, wo die auslief. Da denkt man sich auch, eine original verschlossene Flasche. Ja, und somit muss ich bei 34 Grad mein ganzes Gelumpe trocknen, einschließlich des Regenkombis, der hier draußen hängt. Der ist klitschenass von innen und von außen und die Tasche. Tja, und deswegen schaut es hier schon wieder so aus. Jetzt ist das Rätsel klar. Ich habe die jetzt gerade umgefüllt und das ist ein Mineralwasser, das heißt mit Kohlensäure. Wenn man das bloß auf Italienisch richtig deuten würde. Klar, die hat es bei 43 Grad im Koffer, hat das ausgedruckt. So, jetzt erst einmal umgefüllt und ich werde jetzt zukünftig hier die schönen Flaschen hier, Turatec und Aida, machen wir gleich mal Werbung, die halten wenigstens dicht und die nehme ich jetzt auch her und dafür gibt es auch am Koffer einen Halter und da kommt die jetzt auch hin und weg mit dem Plastik. Heute ist der 4. Reisetag. Ich befinde mich gerade in Ioannina und man sieht hinten ist das Gewitter. Ich bin jetzt von Igoumenitsa schon mal rübergefahren, ungefähr 70 Kilometer. Heute Nacht, 3. Nacht in Folge, wieder scheiße geschlafen. Das Hotel war jetzt nicht der Burner in Igoumenitsa, 60 € gekostet. Zwar mit Klimaanlage, aber dafür Mücken ohne Ende. Kein Frühstück, kein WLAN. Egal. Jetzt habe ich den Volker kennengelernt, und zwar ist das, der ist jetzt noch nicht da, hier steht sein Moped. Wir haben uns jetzt zusammengetan und beschlossen, dass wir heute gemeinsam weiterfahren. Es geht jetzt Richtung Osten, genau, Richtung Thessaloniki. Wir wollen an der Autobahn die Landstraße nutzen. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das klappt. Der möchte auch Richtung Türkei, Wannsee und da kommt er schon. Genau, dann werden wir starten. Doch ein toller Autobahnersatz, oder? Ja, ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Ich wäre jetzt auf der Autobahn wie ein Gestörter nach Osten ballert. Und jetzt habe ich die schönste Fahrt hier. Das ist doch der Hammer, oder? Ja.
Das ist in der Bucht von Thessaloniki. Und Ich hab's nicht mehr ausgehalten. ja, der Volker hat schon ein Bier. Sehr gut. Hier ist ein kleiner Ort. Ich blende den Namen mal unten ein. Die Strandpromenade ist ungefähr einen halben Kilometer lang. Und ihr seht ja selber, es ist ein bisschen was los, nicht so viel. Also recht überschaubar. Hier hinten ist noch ein kleiner Pool. Da hinten stehen die Mopeds. Da hinten oben sicher und ja. Ach ja, genau, wollte ich noch sagen. Ich bin heute Morgen so um circa 8 Uhr in Igoumenitsa losgefahren. Habe dann den Volker, den ich gestern auf der Fähre kennengelernt habe, habe ich heute in Ioannina, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, abgeholt. Der hat nämlich da übernachtet und dann sind wir gemeinsam über das Gebirge hierher nach Thessaloniki, waren roundabout, muss es einblenden, ca. 380 Kilometer. Erste Sahne ist einfach das Biker-Eldorado. Du hast leere Straßen, klar, du musst aufpassen. Hunde, Kühe, Schweine, Wildschweine, alles. Felsen, Straßen sind manchmal ein bisschen scheps, aber ein Traum, also wirklich ein Traum. Wenn ein Auto entgegenkommt, habt ihr es ja vorhin selber gesehen, dann erschrickt man schon. Und ich kann das also wirklich jedem nur empfehlen. Also, jetzt gibt's ein Bier. Ciao. Jetzt geht's wieder auf Tour. Wir sind jetzt gerade in der Bucht von Thessaloniki, hier in einem kleinen Dörfchen. Hier ist unser Hotel, Hotel Olympias. Einfach, schlicht, aber komfortabel, sauber. Ja, jetzt geht's hier gleich raus Richtung Thessaloniki. Wir werden die Autobahn nehmen. Dann geht es hier weiter nach Alexandroupoli, ca. 350, 380 Kilometer. Temperaturmäßig denke ich mal sind wir ja, mit einer 3 davor, irgendwo 30 Grad. Also alles im grünen Bereich noch. Wir werden jetzt dann gleich die Autobahn nehmen. Volker ist auch gleich soweit. Wir werden heute auch wieder gemeinsam fahren. Ja, dann kann es losgehen. Und dann werden wir heute Abend in Alexandroupoli wieder ins Meer hupfen, hoffe ich. Okay, dann bis später. So ein kleines Mittagspäuschen hier am Strand. Hier ist auch noch ein Kaffee. Perfekt, würde ich sagen. So, über der Halbinsel Athos braut sich ein Gewitter auf. Ich genieße es sehr, auch mit dem Volker unterwegs zu sein. Das ist einfach eine tolle Wellenlänge, die wir da innerhalb von einem Tag gefunden haben. Ja, das sind tolle Erlebnisse, Ereignisse. Ja, wir machen jetzt noch ein Päuschen. Da oben ist ein Strandcafé. Gibt es jetzt einen Kaffee und einen kleinen Toast oder irgendwas. Wir haben heute noch 250 Kilometer vor uns. Wir sind jetzt, wie gesagt, Höhe Kavala. Kavala befindet sich hinter diesem Hügel. Da geht jetzt eine schmale Straße. Mal schauen, wie sich die gestaltet. Wir wollen heute noch bis Alexandroupoli. Da hat ja der Robo on Tour ein tolles Hotel gefunden in seinem Video.
Das würde ich ganz gerne auch mir anschauen oder uns anschauen. Villa Rosa. Ich habe es jetzt mal im Navi eingegeben und dann schauen wir mal. Viele Grüße an dich raus, Robo. Wir kennen uns zwar noch nicht persönlich, aber deine Videos haben einige Inspirationen mir verleiht und genau, wollte ich nochmal Danke sagen. So, jetzt melde ich mich aus der Türkei erstmalig. Ich bin hier auf dem Weg Richtung Marmara-Meer. Wir haben gerade einen kleinen Ausflug in die Lande gemacht. Volker hat sich einen Feldweg gesucht und ist da über dieses Gebirge. Ich habe da umgedreht. Weichei-Modus hatte ich heute. Ich fühle mich nicht so besonders und ich bin die Autobahn gefahren. Ja, das war's. Jetzt gibt es ein Päuschen und dann geht's weiter. So, am Treffpunkt in EC-Abad angekommen. Hier direkt am Uhrturm. Jetzt warte ich auf den Andi. Hier hatte ich mich mit Andi vereinbart. Die beiden kannten sich noch nicht, aber das sollte sich ändern und so waren wir nun zu dritt unterwegs. Boarding completed und jetzt sind wir hier in dem bekannten Crowded House Hotel. Im EC-Abad, das ist in der Türkei. Und hier in dem Haus, in dem Crowded House sind wir jetzt untergekommen. Und jetzt gibt es hier einen Sticker. Und den darf ich hochoffiziell hier auch an die Eingangstür boppen. So. Checkt.
So, mein Mitreisender. Morgen. Morgen! Bist fit für neue Adventure? Ah, logisch. Ja, mit Ganz schnell ein Video machen, eine Heimat. Heimatgruß. Macht es. So, wir fahren jetzt gleich auf die Fähre. Ticket gekauft. War ganz interessant. Kostet 125 türkische Lira. Ich habe 130 gegeben, aber Restgeld gibt es da nicht. Aha. Na, wahrscheinlich gibt es gar keine 5 Lira. Egal. Ja, jetzt geht's gleich auf die Fähre. Wir freuen uns riesig auf die Weiterfahrt. Erstes grobe Eckziel ist Kappadokien, 980 Kilometer roundabout. Dann wollen wir in 2 Tagen da sein. So, wir sind jetzt auf der Fähre nach Çanakkale. Zwar ist das da drüben, genau. Und ja, hatten eine heiße Nacht hier in Eceabat und jetzt freuen wir uns richtig auf das, was jetzt noch kommt. Bis dann. Geil. Also, Ist alles so schlimm hier, oh, die Hitze, oh. Ja. Und überhaupt. Es gibt kein Prosecco, nicht einmal einen Aperol Spritz haben sie da. Nicht einmal einen Gardasee haben sie da. Kein Gardasee. Ja, wir haben jetzt gerade eine Quelle entdeckt, hier im anatolischen Hinterland bei 35 Grad. Wir sind jetzt schon schätzungsweise 300 Kilometer unterwegs. Die Landschaft ist der Wahnsinn, Landschaft pur. Wir wollen heute noch bis Afyon, werden wahrscheinlich auch noch mal so 200 Kilometer sein. Ja, da hat sogar die GS, die dicke Adventure, jetzt bald einmal einen Sprit wieder nötig, seit Griechenland. Ja, guten Morgen. Heute ist Freitag und somit auch der 7. Reisetag. Wir sind jetzt in der Stadt Kütahya. Das ist jetzt Zentralanatolien. Hinten ist unser Hotel. Genau, Hotel. War eine ruhige Nacht. Hier ca. 1000 Meter hoch, von dem her schön kühl. Die Hotelqualität ist immer, naja, wackelige Kloschüsseln, der Müll von den Vorschläfern noch da, aber egal, passt soweit. Ja, jetzt geht es dann zum Frühstücken und dann geht es heute wieder weiter in die nächste Runde. Ja, wieder mal ein Tankstellen-Kurzclip. Es tut mir leid, dass ich euch momentan nicht mehr zeigen kann, aber wir befinden uns auf dem langen Anfahrtsweg nach Kappadokien.
Jetzt kurz vor Göreme. Die Landschaft ist sehr karg. Ja, wir befinden uns auf ca. 1200 Meter Höhe. Sonnig, wie ihr seht. Ein bisschen windig, aber gar nicht so heiß. Ich schätze mal so 28, also alles im grünen Bereich. Wir müssen heute so um die 500 Kilometer fahren. Sind immer noch zu dritt. Der Andi, der Volker und ich. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Würde mich freuen. Aber wenn man zu dritt fährt, muss man halt immer ein bisschen Kompromisse eingehen, aber das tun wir. So, dann einfach mal gut für jetzt. Ich glaube, ich werde jetzt weniger mit Straßenvideos euch quälen, sondern dann in Göreme, wenn wir dann da sind, dann glaube ich, kann ich da auch ein bisschen mit anderen, schöneren Videos was bringen. So, wir haben jetzt ein schönes Hotel in Ochisar. Das ist in Kappadokien neben Göreme. Und zwar dieses Haus. Wir zahlen 28 € pro Person. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Und ja, das war heute eine anstrengende Fahrt, aber jetzt haben sich die Gemüter wieder ein bisschen beruhigt. Oder ich zumindest. War sehr heiß heute. Mir ist auch noch die Halterung vom BMW Gradle, also da, wo man das Handy reinklipst und die Navigation macht, das ist mir heute noch abgebrochen. Kam noch mit dazu. Ja, jetzt ist gut. Wetter, seht ihr ja selber, tolles Wetter hier. Ich konnte jetzt auch eine Ballonfahrt für morgen früh buchen. Wen es interessiert, das kostet jetzt 130 €. Das habe ich auch vor 2 Jahren bezahlt. Nur vor 2 Jahren war meine SD-Karte kaputt. Die konnte auch nicht mehr repariert werden. Und somit muss ich natürlich noch die Chance nutzen und auch die Bilder neu einfangen. So, jetzt beziehen wir Zimmer, dann gehen wir was essen. Und da hinten, warte mal, da sieht man auch hier, da ist er, dieser Berg, dieser Ochisar, das Wahrzeichen, dieser Höhlenberg, neben dem Minarett. Ob das nochmal klappt, dahin zu gehen, weiß ich nicht. Ja, und mit diesen Bildern erstmal einen schönen Abend.
Ganz oben hat er jetzt aufgemacht. Und somit entweicht jetzt die heiße Luft. Und der Ballon wird jetzt zusammengelegt. Ja, die müssen ganz schön kämpfen. Die Burm. Jetzt fällt er zusammen. So, das war jetzt das Ballonteam. Jetzt gibt es noch traditionell einen Sekt, natürlich alkoholfrei. Kurz vor 7. Dafür hat es sich gelohnt, um 3:30 aufzustehen. Oh! Okay, 1, 2, 3. Auguri, abbiamo portato a casa una pelle. Siamo suonati. Ja, die Ballonfahrt ist schon ein einzigartiges Erlebnis. Danach holte ich meine Kumpels vom Hotel ab und wir fuhren weiter mit den Motorrädern ins Love Valley. Und wie gefällt es euch? Schön, schön. Sind wir jetzt im Love Valley, aber ich habe immer noch keine Erklärung. Warum das so heißt, das so ich kann es mir heißt. nicht vorstellen. Ja, wie man ich habe keine Ahnung. das sollen irgendwelche Körperteile darstellen mit viel Fantasie. Ja, hier in Kappadokien ist es natürlich herrlich. Auch hier Offroad ist kein Problem. Fester Sand und alle paar hundert Meter herrliche Aussicht. Das macht natürlich Laune. Ja gut, durch sowas kann man nicht fahren. Will man auch nicht. So, da vorne ist jetzt schon die Hauptstraße und hier vorne lässt jetzt unser Reisemitbegleiter, der Volker, seine Reifen aufziehen. Der hat ein bisschen abgefahrene Reifen, hat aber Ersatz dabei. Und danach geht es zu dritt Richtung Kayseri, hinter in die Kemali-Schlucht. Werden wir aber heute nicht schaffen, es sind roundabout 460 Kilometer. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2 Wheels for Adventure. Bis zum nächsten Mal.